Willkommen zum zweiten Teil der Etappe 8. Von der Geheimkontrolle in Pleben geht's nun weiter, wieder mit rasanten Abfahrten und ganz zum Schluss vor der nächsten Kontrolle mache ich nochmal Station an so einem Verpflegungsstand und es wird mir unheimlich gut tun. Geht also weiter von Brest nach Gahée-Plougué, 90 Kilometer lang, 1200 Höhenmeter, genug Abfahrten. Also Start der Etappe 8b habe ich es mal genannt. Hab hier in Pleben bei der Security-Kontrolle 20 Minuten Pause gemacht. Gegessen habe ich nichts. Hinter Brest hatte ich ja einmal gegessen bei so einem Stand Milch, paar Crabs und vor allem Salz. Und das wird mir jetzt während der Fahrt gut tun, glaube ich. Denn später werde ich wieder ein bisschen essen können. Haben also Dienstag, 22. August. 11 Uhr geht es weiter. Raus auf die Straße und werde jetzt lange mit Dave und seinem Freund Robert aus Großbritannien fahren. Und er hat seine Tasche so besonders gebaut, dass sie nicht so viel wackelt, also so hochgestellt. Nicht wie man das kennt. Deswegen hat er immer so drauf gefilmt. Ist, glaube ich, eine ganz gute Idee, dass sie nicht so hin und her wackelt, die so fest zu machen, wie er das da hat. Ging wieder durch kleine Ortschaften. Und dann lange immer Berge hoch. Um dann aber ganz viel Spaß beim Bergabfahren zu haben. Haben also Viertel nach 11, die ersten 9 Kilometer und sind nun 40 Stunden unterwegs, bei Kilometer 670 grob. Und es geht diese schönen langen Hügel runter, also wirklich traumhaft schön. Guter Straßenbelag, tolles Wetter, kaum Autos, ganz tolles Rennradfahren. Dieses wellige Profil ist zwar deutlich anstrengender, macht aber wirklich Spaß, da lang zu fahren und ist das Ganze sehr abwechslungsreich. Und hier nochmal Björn Lennart auf seinem Tandem, der ja in 2015 als erster Deutscher mit etwas über 44 Stunden als erster PBP finishte. Das macht einfach nur Laune. Muss man zwar hoch, aber runter ist so schön. Da ist er nochmal zu sehen. Björn und Gabriele. Nächster Berg hoch. Und der war
Der längste und steilste hier auf diesem Abschnitt. Da kommt man schon ordentlich ins Keuchen. Gerade mal 130 Puls. Ich finde das echt wenig. Ich glaube, wenn so lange Anstrengung ist, der Puls geht einfach irgendwann runter. Trotz der Anstrengung. Und es funktioniert auch. Das mit dem Salz war richtig gut. Das hilft. Das flaue Gefühl ist weg. Ja, wieder so ein Zelt. Ob die das extra aufgebaut haben, um hier den PvP-Fahrern zugucken zu können und dazu klatschen dann? Ich tippe mal schon. Und da haben sie so Zelte aufgebaut. Wind auf dem Rasen. Hier haben die sogar Zelte aufgebaut, wenn sich einer mal hinlegen will. Das hier am Berg, fast oben. Schöne Idee. Und das Zelt war voller Flaschen. Jetzt noch gleich an der Quelle. Das müsste man vorher wissen, wo denn da nachts die Standorte sind, wo man so denn so einfach so einen Schlafplatz bekommt. Da dann auch noch Wasser bekommt. Noch ein Verpflegungsstand. Nochmal die beiden Briten. Myrian und Fabrice aus Frankreich mit ihrem Tandem finishen in knapp unter 83 Stunden. Und dahinter Rolf, ich werde ihn später nochmal treffen, am Esstisch bei einer Kontrolle. Wir werden uns fragen, wo kommt ihr denn so her? Naja, und da stellt sich heraus, der wohnt ein paar hundert Meter von mir entfernt. Wird also PvP in 74 Stunden 36 finishen. Und weiter geht's den nächsten Berg runter. Halb 12 haben wir mittlerweile. Alexandrin, auch so ein ganz traditionelles Stahlrad, wirklich wunderschön. Mit 77 Stunden wird sie finishen, aus Frankreich kommt sie. Haben wir so kurz vor 12 nun, knappe 50 Minuten unterwegs, 22 Kilometer und sind jetzt bei Kilometer 280 grob. Geht weiterhin den langen Berg runter. Und hier Philipp nochmal aus Frankreich mit seinem Velomobil, mit dem Falken drauf. Bis Drö hat er Zeitangaben in seinem Profil, aber er wird ein DNF bekommen.
Sind also jetzt in Calle Plogué, haben 12:30, haben jetzt 1,5 Stunden gebraucht für die 39 Kilometer und sind insgesamt bei 41 Stunden für die 694 Kilometer. Und dann taucht hier so ein Stand auf und ich dachte, ich halte mal an, guck mir das mal an. Thank you. You're welcome. Und das war die richtige Entscheidung. Where are you from, sir? Nagaan. Germany. I'm from Germany. Right. Yes, it's Philippines. Everybody's welcome. Everybody is welcome, sagte sie. Jeder kann da kommen. Yes, a little bit. Maybe in future. Yeah. Not now. So Philippines. Say mabuhay. Are you from Philippines? Yes. As you support your group? Yes. Look, Uda. This is your group, okay? Philippines. Yeah, okay. Thank you. Also, das sind die Supporter von den philippinischen Randonneuren und die bringen ihr allerbestes Essen mit und laden alle ein. You're from? Germany. Those have sausages too. And not too spicy. Sometimes in Asia it's very hot. Ich habe so echt aufgekriegt. Hätte ich nicht gedacht. Und der Stand hier, der wird von Volontären betrieben, die hier leben, Filipinos. Und die wurden wohl aufgerufen, dass sie sich melden und die betreiben diesen kleinen Stand. Weil ich fragte gerade, ob sie das ganze Zeug von den Philippinen mit hergeschleppt haben. Ja. Und die. Go ahead. Thank you. Okay, bye bye. Er hatte eben noch gefragt, den Herrn neben mir, weil er ja so sehr viel anhat. Also wie gesagt, lange Hose, ein Halstuch, lange Armlänge. Ich habe gefragt, schwitzt der hier nicht drunter, also ich halb tot. Und dann, nee, er friert. Ich kann das nicht glauben. Er friert, sagt er. Da war auch letztes Jahr waren ja einige da. Ich hatte eine Dame beim Start von den Philippinen getroffen. Und dann habt ihr auch gefragt, warum hat die denn so viel an? Dann hat die ja noch ein Halstuch angehabt und hat das noch so hochgezogen. Ne? Und nicht aus religiösen Gründen, glaube ich. Jedenfalls, die sagte, die war halt 2019 hier. Und er sagte das auch, der war hier. Er hat abgebrochen. Also, viele haben abgebrochen, weil die haben so gefroren, die haben dann. Also, er hat eben gesagt, bis Ludiak ist er wohl gefahren, dann sind sie nach Hause. Ja, das ist natürlich echt. Und für die ist das auch echt teuer. Er sagt, die zahlen richtig Geld, hierher zu kommen. Bezogen aufs Einkommen sicherlich ein dickes Ding, um dann hier zu leiten. Ne? Also hier, ich denke mal, die wenigsten fahren das hier einfach nur so durch. Das ist ein gewisses Maß an Leiden, was man mitmacht. Ja, sehr schön, muss ich sagen. Das gibt es wohl nur bei PPP. Und ich glaube, hier ist auch gleich ein Checkpoint. Jetzt habe ich so lange Zeit verbracht, dass ich da wohl nur kurz stempel. Und dann geht es wieder auf die Piste. Eine Banane wollten wir auch noch unbedingt mitgeben. Bye bye. Bye bye. And thank you so much. Merci beaucoup, beaucoup. À dans 4 ans. Ja, 25 Minuten habe ich jetzt bei diesem Stand gesessen, habe da was gegessen. Oh, der Hintern meldet sich langsam wieder. Und das war die richtige Entscheidung. Irgendwie war das Glück, da anzuhalten. Irgendwie das Gericht, was sie da hatten, da habe ich so gut vertragen. Mann, hat das gut getan. Das konnte ich essen. Ein paar so eine Obststangen oder Spieße. Dieses Reisgericht.
Bisschen Cola. Banane noch mitbekommen. Und ein bisschen Ananassaft. Und dieser Stand war wirklich nur ein paar 100 Meter vom Ziel, jetzt von dem nächsten Checkpoint entfernt. Das sieht man, das hier vorne. Also hier fahren jetzt die hier auf die Straße rauf und die kommen da gerade runter. Und wir fahren da jetzt rauf. Der Standort, wo ich gestern Nachmittag war oder spät am Abend war, Und dann werden alle Checkpoints in umgekehrter Reihenfolge angelaufen. und hier saßen schon wieder die ersten im Schatten, weil es einfach wunderbar warm war. Und hier mit den ganzen Landesflaggen. Von allen teilnehmenden Ländern wurden die Leute wohl hier mit ihren Landesflaggen begrüßt, wenn sie ja vom Standort runterfuhren. Obwohl das gar nicht stimmt. Wir fahren nachher noch hier Städte an, die bei der Hinreise gar nicht dabei waren. 40 Kilometer vom Ziel ist ja auch nochmal ein Checkpoint. Genau 13 Uhr haben wir 5 Stunden 20 für die 90 Kilometer gebraucht. Bin nun also mit 41,5 Stunden für die 694 Kilometer. Puls im Schnitt war wieder sehr weit unten. Ja. Die hatte sich schon ein Tuch über den Kopf wegen der Hitze gelegt. Und dann ging es wieder rein, um das Brevet-Heft stempeln zu lassen. Hi, bonjour. Italien? Non. Allemand? Ouais, si c'est l'école comme chez nous, c'est sûr que. Ah ouais. Ouais, si c'est l'école, on a deux cols dans le secteur, on peut. Der zweite Stempel für. Thank you. Okay, have a Bye, nice bye. day. Bye. Ouais, sinon on a deux cols. Und diese Bilder finde ich so schön. Weil man merkt, man ist nicht allein mit Problemen irgendwelcher Art am Körper, dass man dann dehnen muss oder auch manchmal sieht man welche, die kommen dann in die Hocke und wenn die wieder hoch wollen, dann ist das wie bei mir. Schöne Erfrischung. Einmal alles nass machen. Die Handschuhe sind nach 10 Minuten wieder trocken hier. Вот видите, он летает. Его просто пакетик разрываете и вот на руке заправляете кость derrière. Das ist ja jetzt hier die Mittagsstunde, also der Sonnenstand ist ganz oben und es war wunderbar heiß. Ah non, mais il y a une histoire d'accès de l'eau potable. Ah, dass ich das auch nicht merken kann, ey. Geht die Kiste denn jetzt hin? Nun musste ich sogar mein Rad suchen. Nicht aufgepasst, wo ich es hingestellt habe. Da stehen sogar Buchstaben drauf.
Den habe ich auch schon getroffen. Jetzt macht das ist von der Bike Show. Der hat nämlich das Ding da gehabt. Und diese crazy Pumpe hier. Mit so einem schönen Liegerad. Sieht sehr chillig aus. Die haben bestimmt keine Probleme mit den Sitzhöckern. Bisschen Dehnungsübung. Und ein konstanter Zufluss von Randonneuren. Und die beiden da in Pink, die werde ich jetzt im nächsten Teil sehen. Die fahren ein silbernfarbenes Fixie im Partnerlook, also Bike und Look der beiden. Absolut genial. Ich werde eine Zeit lang mit denen mitfahren. Cecile und Patrick aus USA werden das Ganze auf ihren Tandem in 81 Stunden schaffen. Und ich bereite mich wieder vor. Habe jetzt also 25 Minuten Pause bei Kontrolle 8 gehabt. Gegessen habe ich hier jetzt nichts, habe ja ein paar Meter davor bei dem Philippinen Obst, ein Reisgericht, Ananassaft, Cola gehabt. Ein Willkommen an alle Teilnehmerländer. Eine schöne Idee, diese ganzen Flaggen dahin zu stecken und damit alle Fahrer aus ihren Ländern hier auf diesem Kontrollpunkt nochmal zu begrüßen, wenn sie hier rauf oder runter fahren. Einer lag da jetzt hier im Schatten des Baumes, hat wohl ein bisschen Gras gesucht, wo es ein bisschen weicher ist. Und gestern ging es jetzt hier rechts runter, auf dem Weg nach Brest. Und nun geht es wieder links vorbei an den Schildern Richtung Paris. Auf einer abgesperrten Straße dort. Haben sie also sehr schön gemacht, hier das Rauf und Runter auf den Checkpoint, ohne jeglichen Autoverkehr. Das sind die Nachtstarter von Montagmorgen. Also Montag am ganz frühen Morgen. Die kommen einem jetzt entgegen. Das ist ja schön. Hat man so ein paar Mal, die einem entgegenkommen. Und es ist herrlich warm. Sah man auch so schön, die Leute packen sich schon Tücher, also von den Supportern Tücher auf die Köpfe oder von überall trieft das runter, weil sie irgendwie Wasser raufschütten. Das ist Tuch auf dem Kopf. Und wie es weitergeht, das seht ihr dann im nächsten Teil mit den beiden Fixie-Fahrern in Pink. Schönen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.